Besichtigungstermin einer Immobilie in Spanien. Es ging um eine Vierzimmerwohnung. Der Makler schließt die Tür auf in der Wohnung, sagt so, wir fangen hier links an, wir gehen rein und denken, ich frage den Makler, ist das der Abstellraum? Nein, das ist das erste Schlafzimmer. Oh, okay. Was war's? Tatsächlich ein Schlafzimmer, ja, aber es war ein Miniraum, 5 Quadratmeter vielleicht, mit einem winzigen Fenster oben an der Wand, wahrscheinlich hinten in den Innenhof rein. Und das war der erste Kulturschock, den ich erleben durfte, als ich mich mit Immobilien in Spanien beschäftigt hatte, ganz zu Beginn. Was es denn für Unterschiede gibt zwischen natürlich der Bauweise, aber auch wie die Häuser in Spanien und die Wohnungen aufgebaut sind. Also das ist ein Thema, was ich heute immer wieder sehe, immer noch sehe. Es wird eine Wohnung als Dreizimmerwohnung verkauft. In Deutschland wäre das wahrscheinlich maximal als Zweizimmerwohnung deklariert worden, plus Abstellraum. Also es gibt wirklich, weiß nicht warum, auch selbst bei den Neubauten in Spanien sieht man ganz oft immer winzige Zimmer, die gebaut worden sind, ja, zwischen 5 und 7 Quadratmeter, wo vielleicht gerade mal so noch ein Einzelbett oder ein Kinderbett hinpasst. Das ist, wie gesagt, ein Thema bei den Häusern in Spanien, was mir immer sehr auffällt. Kleine Zimmer ist offensichtlich Standard weiterhin. Dann gibt es so gut wie nie einen Kellerabteil oder überhaupt einen Keller. Abstellraum findet man meistens auch nie. Wenn, dann gibt es, ich habe es ab und zu mal gesehen, dass es oben auf den Terrassen solche nochmal zusätzliche kleine Räume gibt, die gebaut worden sind, die man dann als Abstellraum benutzen kann. Dann, du hast es ja in Spanien sicher auch schon oft gesehen, die Dächer sind meistens eben keine Spitzdächer wie jetzt bei uns, sondern Flachdächer, wo man dann oben auch die Dachterrasse nochmal nutzen kann. Das finde ich auch immer ein wesentlicher Unterschied zu den Häusern in Deutschland. Dann sind die Fenster oft ganz, ganz schlecht isoliert. In vielen Immobilien findet man auch Einfachverglasung. Was ich aber auch wieder einen guten Punkt finde, denn das ist immer dann was man sagen kann, dem Verkäufer sagen kann, ich bezahle ein bisschen weniger vom Kaufpreis, weil die Fenster noch erneuert werden müssen und das kann man gut selbst dann auch nachträglich nochmal ändern lassen. Dann gibt es so gut wie nie Heizungen. Also ich habe es wirklich, zumindest in Großstädten, jetzt für Barcelona kenne ich es ja ziemlich gut, gibt es ganz, ganz selten Heizkörper, dann Heizung, die eingebaut worden ist. Also es funktioniert noch viel mit Klimaanlage und mit dieser Wärme, mit dieser Heizfunktion der Klimaanlage. Aber gerade auch in Spanien kann es im Winter und nachts sehr, sehr kalt werden, sodass das ein ganz wichtiges Thema ist, dass man berücksichtigen soll, dass auch eine Wohnung in Spanien eine Heizung braucht. Und was ich auch auf den Bädern finde, es gibt kein Tageslichtbad. Also es kommt sehr, sehr selten vor, ist natürlich in Deutschland auch nicht unbedingt Standard, aber in Spanien habe ich das Gefühl, häufiger vor, dass es keine Fenster in den Bädern gibt. Deswegen auch ganz wichtig da, dass man dann darauf achtet, dass es so ein Extraktor, so einen Abzug gibt, der dann nach dem Duschen die ganze Feuchtigkeit auch wieder nach draußen abzieht. Ja, das war so mein Überblick über die Besonderheiten der spanischen Häuser, spanischen Wohnungen. Schreib mir bitte gerne auch in die Kommentare unten, was dir noch so aufgefallen ist, was du denkst, was ein entscheidender Unterschied ist zu den Immobilien oder zu den Häusern in Spanien im Vergleich zu Deutschland. Würde mich interessieren.